Moin Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors und zu einem neuen Guide, einem neuen Tutorial. Und zwar nehmen wir uns heute mal den Hangar vor. Der Hangar beinhaltet ja einen Gleiter, eine Forschung und zum Gleiter auch eine Lackierung. Womit das Ganze zusammenhängt, wie das aufgebaut ist, das schauen wir uns hier im Video in Ruhe an. Ich versuche das Video kurz zu halten und ihr könnt den Hangar zum Beispiel bauen, wenn ihr Rathaus Level 18 erreicht habt. Ihr könnt den Hangar aufleveln von Level 1 bis 25. Das zeige ich euch mal ganz kurz. So, wir gehen hier auf das I. So, Level 1 bis 25 und jedes Level gibt euch mehr Möglichkeiten, Blueprints zu erstellen. Die Blueprints sind wichtig für die Forschung nachher. Darauf kommen wir nachher zu sprechen. Und ja, wie gesagt, der Hangar wird am Seasonende zurückgesetzt. Mein Tipp an euch wäre, baut den Hangar auf Level 25 so schnell wie möglich aus, damit ihr nächste Season, wenn er wieder auf 0 ist, Belohnungen dafür bekommt. Und diese Belohnungen könnt ihr in den Gleiter stecken. Wir gehen zum Anfang mal zu Aircraft, also zum Gleiter direkt. Ihr könnt 4 Teile herstellen, das seht ihr hier unten. Ich habe hier schon was hergestellt. Hier oben, das ist der Gleiter. Und hier oben rechts können wir die Lackierungen sehen. Und zwar einmal die normale, ohne Buffs. Ganz normal, stinknormal. Und hier Gold, Schwarz und Rot, eine schicke Lackierung. Hier zum Beispiel, dieser Gleiter gibt plus 2%. Das ist ein globaler Buff und der zählt natürlich für alle Formationen. Der Gleiter inklusive der 4 Module, die werden am Seasonende nicht zurückgesetzt. Die Stärke des Gleiters und der Module und der Lackierung spielt in eure wahre Kampfkraft mit rein. Das heißt, wenn ihr hier gut aufgelevelt seid, erhöht sich natürlich auch eure Kampfkraft. Wir können das ja mal testen. Wir gehen mal hier auf das zweite Modul. Ihr kriegt bei jedem Modul alle Kämpfer Angriff, alle Kämpfer Verteidigung und alle Kämpfer Lebenspunkte. Kriegt ihr natürlich ein paar Buffs. Ich crafte mal hier das Teil zum Beispiel. So, zack. Und ihr seht, ich habe jetzt global 2,8% in Angriff, 4,9% Verteidigung und 2,8% Lebenspunkte. Ja? Wir drücken auf Confirm. Natürlich braucht ihr dafür Materialien. Und zwar sind es einmal diese Tensile Coil. Die bekommt ihr aus Events oder aus Kaufpaketen. Und zum Aufleveln benötigt ihr natürlich diese Zahnräder. Ich habe jetzt, ich habe über 7000 Stück. Komm, wir probieren das mal. Wir gehen mal so weit wie möglich. So, ihr seht, ich komme nur bis Level 5. Das heißt, ab Level 5 brauche ich wieder die Tensile Coil. Ja, das haben sie clever gemacht. Jetzt komme ich nicht weiter, weil mir die Spulen fehlen. Also die Tensile Coil. Wir gehen mal hier auf den Buddy. Wir leveln das mal bis Level 5 auf. Zack, zack, zack. So, wie gesagt, ich komme jetzt nicht weiter, weil ich diese Spulen benötige. Nun mag einer denken, okay, das ist aber viel zu teuer. Aber denkt dran, zu jeder Season wird das Ding zurückgesetzt. Also der Hangar und die Forschung, nicht dieses Teil. Und für das Zurücksetzen bekommt ihr nach jeder Season Teile. Dann kommen wir jetzt mal zu der Forschung. Das Hangar-Level bei der Forschung spielt eine wichtige Rolle. Je höher das Hangar-Level ist, umso mehr Blueprints könnt ihr benutzen. Ich kann jetzt aktuell 159 benutzen, weil mein Hangar, glaube ich, auf Level, wir können mal gucken, auf Level 23, glaube ich, ist. Genau, ja. Wenn ich jetzt auf Level 25 bin, kann ich natürlich mehr herstellen. Und wir können es ja mal kurz testen, weil es gibt auch noch was zu beachten. Also ich habe die Materialien zusammen. Ich könnte dieses Blueprint designen. Und jetzt geht es aber nicht, weil meine Forschung belegt ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Um Blueprint zu designen, braucht ihr einen Forschungsslot. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu meiner Forschung. So, hier ist die. Wir schließen die Forschung mal ab. So, zack. Dann gehen wir wieder zum Hangar rüber. Auf Blueprint. Design Blueprint. Die Materialien habe ich. So, 4 Stunden dauert das Ganze. Und jetzt kann ich das beschleunigen. Oder ich warte. Ich beschleunige das mal für euch. So, zack und zack. Und ihr werdet sehen, dass sich die Blueprint-Anzahl da oben geändert hat. Jetzt kann ich wieder eine Forschung betätigen. Das heißt, ich habe hier einmal Offensive, Defensive und Entwicklung. Offensive und Defensive ist so eher für Außenpostenkriege, für Mega-Rallies. Ja, wenn ihr jetzt Clankriege habt, ja, Außenpostenkriege. Und das Development ist eigentlich ziemlich gut, weil hier erhöht ihr auch zum Beispiel eure Marschgeschwindigkeit. Ihr könnt das Ganze so machen, ihr könnt euch jeweils ein Setup speichern, zum Beispiel nur für Angriff, nur für die Verteidigung oder nur für die Entwicklung. Und wenn das Szenario eintritt, dass ihr verteidigen müsst in einem Außenposten, dann wählt ihr das Setup aus, was ihr als Verteidigung abgespeichert habt. Wollt ihr einen Außenposten angreifen, dann nehmt ihr das Setup, wo ihr den Angriff aufgelevelt habt. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich hier bei Entwicklung den rechten Baum genutzt habe, weil ich persönlich bin viel zu schwach. Ja, auch wenn ich das auflevel, ich kann bei einer Mega-Rallye gegen Wale im Außenposten nichts anrichten. Aber für die Delfine und für die großen Spieler spielt das natürlich eine Rolle, dass sie das komplett aufgelevelt haben. Die Forschung setzt sich zurück am Ende der Season. Und was man dafür bekommt, das können wir uns ja mal anschauen. Das sind die Belohnungen, die ihr am Seasonende erhaltet, wenn der Hangar zurückgesetzt worden ist und natürlich auch die Forschung. Ihr könnt anhand der Blueprints sehen, was ihr bekommen könntet. Aktuell wäre das bei mir
Also ich habe jetzt zum Beispiel 46. Ich würde die Belohnung bekommen, die zwischen 41 und 50 liegt. Das heißt 500 Rubine, 28 Spulen und 125 Zahnräder. Habt ihr oder könnt ihr alle Blueprints herstellen, dann seid ihr natürlich hier ganz unten, 140 Spulen und 1050 Zahnräder. Beim Hangar sieht das so aus, das ist das Level des Hangars. Ich bin jetzt bei 23, ich würde jetzt zum Beispiel kriegen, wartet mal, so hier, 800 Rubine, 45 Spulen und 540 Zahnräder. Was kann man abschließend dazu sagen? Euer Rathaus muss auf Level 18 sein, dann könnt ihr den Hangar bauen. Wartet nicht zu lange mit dem Bau, versucht von Level 1 bis 25 so ziemlich zügig hochzukommen, damit ihr mehr Blueprints herstellen könnt. Umso mehr Blueprints ihr herstellen könnt, umso höher könnt ihr in der Forschung gehen. Und am Seasonende wird die Forschung und der Hangar zurückgesetzt. Ihr bekommt dafür Teile. Diese Teile könnt ihr für den Gleiter verwenden. Der Gleiter inklusive der Lackierung, die werden nicht zurückgesetzt. Ihr könnt den Gleiter aber auch ausstellen, wenn ihr jetzt sagt, okay, das sieht mir zu unlustig aus. Dann könnt ihr zum Beispiel hier zu Aircraft gehen und oben rechts das Auge antippen. Das ist jetzt zum Beispiel, der Gleiter wird angezeigt. Und wenn ihr auf das Auge tippt, dann wird der deaktiviert, das heißt, der Gleiter wird nicht angezeigt. Also wie gesagt, das ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, den ganzen Hangar und dass es jede Season zurückgesetzt wird. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, euer Sultai.